Hallo liebe werdende Mama, in diesem Video möchte ich dir 5 Vorteile vorstellen, die Hypnobirthing dir auch fürs Wochenbett beschert. Du hast richtig gehört, Hypnobirthing bringt dir nicht nur einen großen Nutzen in der Schwangerschaft und bei der Geburt, sondern hat auch positive Auswirkungen auf das anschließende Wochenbett. Dieses Video soll dir also eine weitere Facette des Kurses zeigen und wie umfangreich und vielschichtig der Kurs ist. Du erfährst in den nächsten Minuten also noch mehr über seinen positiven Nutzen für dich, dein Baby und euer Wohlbefinden. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Wenn Frauen einen Hypnobirthing-Kurs mit ihrem Partner buchen, dann tun sie das für gewöhnlich, weil sie sich auf eine entspannte und selbstbestimmte Geburt vorbereiten möchten. Vielen Paaren ist im Vorhinein nämlich gar nicht bewusst, dass und was dieser Kurs ihnen auch im Hinblick auf das Wochenbett im Anschluss an die Geburt noch alles Positives beschert. Ich habe dir daher 5 positive Effekte des Kurses auf das Wochenbett zusammengestellt, die in der Regel ganz besonders hervorstechen und die viele Mamas nach der ersten Wochenbettzeit bestätigen werden. Lass uns also direkt starten. Vorteil Nummer 1. Dein Hypnobirthing-Baby ist nach der Geburt deutlich entspannter als andere Babys. Ganz klar, jede Geburt ist anstrengend. Nicht nur für die Mama, sondern natürlich auch fürs Baby, das sich in mühsamer Millimeterarbeit durchs Becken schraubt. Hakt es auf diesem Weg oder verzögert sich die Geburt deutlich, bedeutet das zusätzlichen Stress für das Baby. Kommt nun vielleicht als Folge die Sauglocke oder die Zange zum Einsatz oder wird sogar ein Kaiserschnitt gemacht, bedeutet das großen Stress fürs Baby. Dieser Stress und diese ganzen Geburtseindrücke müssen vom Neugeborenen nach der Geburt zusätzlich verarbeitet werden. Das kann sehr schnell zur Überreizung führen. Eine natürliche Konsequenz, um diese Überreizung und Anspannung abzubauen, ist für Babys in der Regel Weinen. Ihr bis dahin einziger Weg, sich auszudrücken. Hat die werdende Mama sich aber mit Hypnobirthing auf die Geburt vorbereitet, hat sie gute Voraussetzungen für eine entspannte Geburt geschaffen, in der große Interventionen oder ein Kaiserschnitt meist überflüssig werden. Hypnobirthing legt also hier nicht nur den Grundstein für eine entspanntere, stressfreiere Geburt, sondern infolgedessen auch für ein entspannteres Baby im Wochenbett. Eine schöne Konsequenz einer mit Hypnobirthing vorbereiteten Geburt ist in den allermeisten Fällen ein sehr tiefenentspanntes Baby. Vorteil Nummer 2. Eine deutlich fittere Mama. Wie bereits erwähnt, ist die Geburt ein Kraftakt, der die Mama sehr viel Energie kostet. Wo ist hier aber nun der entscheidende Unterschied zwischen einer Geburt und einer Hypnobirthing-Geburt? Oftmals ist es leider so, dass die klassische Geburt in der Klinik durchgehend in Rückenlage stattfindet. Das Becken ist fixiert, die letzte Phase der Geburt wird durch die Hebamme angeleitet. All diese Faktoren beeinflussen die Geburt und verlängern sie in den meisten Fällen, da das fixierte Becken dem Baby keinen zusätzlichen Platz verschaffen kann. Der Abstieg durchs Becken dauert länger. Das angeleitete Pressen, das leider immer noch in vielen Kliniken zum Standard gehört, hat erwiesenermaßen einen Nachteil für die Geburt und verlängert die Geburtsphase nachweislich. Die anstrengende letzte Phase der Geburt dauert noch länger und ist für die Mama daher noch kräftezehrender. Verlängert sich diese Phase außerdem noch künstlich durch das Einsetzen von Oxytocin, PDA oder anderen synthetischen Mitteln, ermüdet es die werdende Mama noch einmal mehr. Im Hypnobirthing-Kurs werden daher gezielt aufrechte und somit förderliche Geburtspositionen gezeigt, Techniken zur natürlichen Oxytocin-Ausschüttung erlernt und einiges mehr, um die werdende Mama so gut wie möglich für die Geburt auszustatten. Sie ist also gut vorbereitet und kann die Geburt ihrerseits optimal unterstützen. So werden Interventionen nur minimal bis gar nicht notwendig. Die letzte Phase der Geburt kann zügiger ablaufen und ist somit weniger ermüdend und anstrengend. Der frisch gebackenen Mama fällt es nach der Geburt daher leichter zu stillen, sich selber um ihr Baby zu kümmern und die ersten magischen Stunden und Tage in vollen Zügen zu genießen. Vorteil Nummer 3. Eine stabile und gefestigte Beziehung zwischen Mama und Baby. Die Bindung zwischen Mama und Baby ist natürlich von Natur aus bereits sehr stark ausgeprägt. Der Mutterinstinkt schützt das Baby und sichert sein Überleben. Diese innige Bindung und auch die Intuition der werdenden Mama werden im Kurs aber noch einmal ganz bewusst gestärkt. Es gibt zum einen den Text »Liebes kleines Baby«, den die Kursleiterin im Kurs vorliest. Hier kann die werdende Mama liebevoll mit ihrem Baby Kontakt aufnehmen und ihre ganze Aufmerksamkeit darauf lenken.
Der Text befindet sich außerdem im Elternhandout und darf bis zur Geburt für die Mama auch vom Vater vorgelesen werden. Das Baby wird liebevoll angesprochen und seine Ankunft voller Vorfreude erwartet. Auch in einer der Hypnosen wird die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt und das Baby bewusst angesprochen. Abgerundet wird die Bindungskomponente durch viele schöne Tipps, wie man das Baby auch im Alltag immer wieder mit einbeziehen und bewusst ansprechen kann. Es merkt also bereits vor der Geburt, dass es wahrgenommen, geliebt und voller Freude erwartet wird. Durch das erste Haut-auf-Haut-Bonding direkt nach der Geburt wird diese enge Bindung zwischen Mama und Baby dann noch fester geknüpft und ist der Übergang in ein liebevolles Wochenbett. Die frisch gebackene Mama kann diese enge Bindung zu ihrem Baby und ihre Intuition nun wunderbar dazu nutzen, die Bedürfnisse ihres Babys noch besser zu spüren und zu erfühlen. Entspannte Mama, entspanntes Baby. Vorteil Nummer 4: geringere Wahrscheinlichkeit einer Depression im Wochenbett. Aus Vorteil Nummer 3 ergibt sich nun Vorteil Nummer 4. Durch die bereits in der Schwangerschaft stark ausgeprägte und gefestigte Bindung zwischen Mama und Baby kann sich diese Bindung nach der Geburt weiter entfalten, entwickeln und festigen. Die Anstrengung und Umgewöhnung als Familie fühlt sich für die übermüdete Mama weniger anstrengend an, da sie von so vielen Glückshormonen beflügelt wird. Auch das Baby ist dadurch in der Regel viel entspannter. Es entsteht eine positive Wechselwirkung. Das hat den Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit von Selbstzweifel und Überforderung bei der Mama viel geringer ist. Die frisch gebackene Mama fühlt sich sicher und geborgen in ihrer Wochenbettblase aus Wohlfühlhormonen. Vorteil Nummer 5: weiterhin Entspannung mit Hypnosetechniken. Im Hypnobirthing-Kurs erlernen die werdenden Eltern eine Vielzahl an Hypnosen, Entspannungen und Atemtechniken, die die werdende Mama nach dem Kurs eigenständig und regelmäßig bis zur Geburt übt und während der Geburt entspannt und locker ist. Aber auch nach der Geburt kann die ein oder andere Übung zum Beispiel in einer akuten Stresssituation oder einfach abends vor dem Einschlafen dabei helfen zu entspannen. Die Ruheatmung, die während der Geburt zwischen den Wellen genutzt wird, um entspannt zu bleiben, hilft auch nach der Geburt im Wochenbett, um bewusst zu entspannen und loszulassen. In akuten Stresssituationen kann mit konsequentem Ruheatmen unserem Gehirn signalisiert werden, dass alles in Ordnung ist. Der Atem wird weiterhin bewusst ruhig und gleichmäßig gehalten. Das klappt in den meisten Fällen wunderbar und nach einigen Minuten ist der Atem ohne großes Zutun wieder entspannt und ruhig. Aus der Kategorie der Entspannungsübungen kann die frisch gebackene Mama mindestens aus 2 verschiedenen Übungen diejenige auswählen, mit der sie besser entspannt: die progressive Muskelentspannung oder die verschwindenden Buchstaben. Und zu guter Letzt kann sie auch einfach einen der Hypnose-Tracks laufen lassen, die sie bereits in der Schwangerschaft und während der Geburt zum Entspannen benutzt hat. So ist die Mama auch nach der Geburt entspannt. Entspannte Mama, entspanntes Baby. Das waren 5 Dinge, die dir Hypnobirthing auch noch im Wochenbett bringt. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die für dich auch interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.